Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du einen Nachtschattendrachen häkeln kannst. Damit du das Ganze besser sehen kannst, passiert es in weißer Wolle, deswegen kann es auch ein Morgenlichtdrache sein. Los geht's mit einer Luftmaschenkette, an die du 6 Luftmaschen häkelst, also einen Fadenring anschlagen und dann 6 Luftmaschen in dieser ersten Runde häkeln. In der nächsten Runde überspringst du eine Masche, beginnst mit der zweiten Masche von der Nadel aus gesehen, verdoppelst diese, häkelst dann 3 feste Maschen und in die letzte Masche häkelst du 4 feste Maschen. Damit bewegst du dich quasi einmal auf die andere Seite deiner Luftmaschenkette. Also 4 feste Maschen, immer in die gleiche Luftmasche häkeln. Und dann auf der Unterseite 3 feste Maschen. Ich häkel dabei immer den Faden, wie du hier siehst, gleich mit ein. Dadurch hast du den dann schon quasi mit vernäht. Das mache ich bei allen 3 festen Maschen. Und in die letzte Masche kommen dann nochmal 2 feste Maschen. Da lasse ich den Anfangsfaden dann wieder los. Und die Masche wird auch nochmal verdoppelt. In der nächsten Runde verdoppelst du die ersten beiden Maschen, also 2 feste Maschen in die erste Masche häkeln und dann nochmal 2 feste Maschen in die nächste Masche häkeln. Dann kommen 3 einzelne feste Maschen. Und dann nochmal 2 Verdoppelungen, also wieder 2 feste Maschen häkeln und zwar in 2 Maschen hintereinander, also noch eine zweite Verdoppelung hinterher. Und dann häkelst du bis zum Ende der Runde einfache feste Maschen. Das sind in dieser Runde noch 7 feste Maschen. Die nächste Runde beginnst du mit einer festen Masche. Dann kommt eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann folgt wieder eine einfache feste Masche, wieder eine Verdoppelung. Quer rüber häkelst du 4 einfache feste Maschen. Dann kommt wieder eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste Masche, eine einfache feste Masche, eine Verdoppelung und dann feste Maschen bis zum runden Ende. Das sind in dieser Runde wieder 7 feste Maschen. Die nächste Runde beginnst du mit 2 festen Maschen. Dann häkelst du eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen wieder 2 einfache feste Maschen. Dann wieder eine Verdoppelung. Genau wie in der Vorrunde auch, kommen 4 feste Maschen quer rüber. Dann verdoppelst du wieder eine Masche, also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen wieder 2 einfache feste Maschen. Dann wieder eine Verdoppelung. Und dann häkelst du noch 8 feste Maschen bis zum runden Ende und solltest dann übrigens 26 Maschen in deiner Runde haben. In der nächsten Runde häkelst du am Anfang 3 einfache feste Maschen. Dann über der Verdoppelung der Vorrunde verdoppelst du auch wieder eine. Also wieder 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen wieder 3 einfache feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche, also häkelst 2 feste Maschen in die nächste Masche. Quer rüber kommen dieses Mal 5 feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche. Also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen wieder 3 einfache feste Maschen.
wieder eine Verdoppelung und dann häkelst du noch 8 einfache feste Maschen bis zum runden Ende und hast dann 30 feste Maschen in deiner Runde. Die nächste Runde, inzwischen sind wir in Runde 7, beginnst du mit 4 einfachen festen Maschen und Achtung, jetzt kommt etwas anderes als in den Vorrunden. Die 5. Masche dieser Runde verdreifachst du, also 3 feste Maschen in die nächste Masche häkeln. Damit formst du jetzt die Wangen deines Drachen. Dann häkelst du wieder 4 feste Maschen. Hier kommt eine Verdoppelung, also wie in den Vorrunden auch. Einfach 2 feste Maschen in die nächste Masche. Quer rüber kommen 5 einfache feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche. Dann häkelst du wieder 4 einfache feste Maschen. Und dann kommt wie auf der anderen Seite auch eine Verdreifachung, also 3 feste Maschen in die nächste Masche, um die Wange deines Drachen zu formen. Und dann beendest du die Runde mit 9 einfachen festen Maschen und hast 36 Maschen in deiner Runde. Die nächste Runde beginnst du mit 5 einfachen festen Maschen. Dann kommt quasi in die mittlere Masche deiner Verdreifachung der Vorrunde auch wieder eine Verdreifachung, also wieder 3 feste Maschen in die gleiche Masche häkeln. Dann folgen 6 einfache feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche. Quer rüber kommen 5 einfache feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche. Dann wieder 6 einfache feste Maschen, bis du bei der Verdreifachung der Vorrunde, also bis du bei der mittleren Masche der Verdreifachung der Vorrunde angelangt bist. Ich stelle das nochmal hier ein bisschen schärfer, damit du es besser erkennen kannst. Und dann häkelst du in diese mittlere Masche auch wieder 3 feste Maschen, also wieder eine Verdreifachung. Und dann machst du noch 10 einfache feste Maschen bis zum runden Ende und kommst mit 42 Maschen aus dieser Runde raus. In den nächsten Runden verdoppelst du nur noch oben am Kopf. Dazu beginnst du in dieser Runde, das ist inzwischen die 9. Runde, mit 15 festen Maschen. Ich zeige dir das hier einmal im Schnelldurchlauf, also 15 ganz einfache feste Maschen häkeln. Dadurch zieht sich das jetzt auch schon so ein bisschen nach hinten, also die Wangen werden dadurch noch weiter ausgeformt, beziehungsweise so nach hinten gezogen, dass der Kopf nachher ein bisschen rund wird. (15) einfache feste Maschen. Und wenn du damit durch bist, machst du eine Verdoppelung. Dann kommen 5 einfache Maschen quer rüber. Dann auch wieder verdoppeln, also wieder 2 feste Maschen in die Masche der Vorrunde. Und dann beendest du diese Runde mit 20 festen Maschen und hast dann 44 Maschen. Die nächste Runde beginnst du mit 16 festen Maschen, also eine Masche mehr als in der Vorrunde. Und dadurch, dass wir jetzt also nur noch oben am Kopf Verdoppelung einfügen, formt sich die Stirn, also geht der Kopf so schön nach oben weg. Beginnst also mit 16 einfachen festen Maschen.
Dann kommt in die 17. Masche dieser Runde eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen. Quer rüber kommen wieder 5 feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine und dann schließt du diese Runde mit 21 einfachen festen Maschen ab. Die nächste Runde folgt dem gleichen Muster, das heißt, du beginnst mit einer Masche mehr als in der Vorrunde, also 17 festen Maschen. Mit 17 ganz einfachen festen Maschen. Dann kommt eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die 18. Masche dieser Runde, 5 einfache Maschen quer rüber. Dann auch wieder eine Verdoppelung und dann schließt du die Runde mit 22 festen Maschen ab. Dann landest du bei 48 Maschen in deiner Runde und jetzt folgen 9 einfache Runden, also 9 Runden mit jeweils 48 einfachen festen Maschen. Und wenn dein Kopf etwa so aussieht, beginnen wir mit den regelmäßigen Abnahmen, also damit den Kopf zu schließen. In der ersten Runde der Abnahmen häkeln wir jede 7. und 8. Masche zusammen. Das bedeutet, du häkelst immer 6 einfache feste Maschen und machst dann eine Abnahme. Ich nutze dazu gerne die unsichtbare Abnahmetechnik. Dazu gehst du in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, holst den Faden durch diese beiden vorderen Maschenschlaufen, hast dann 2 Schlaufen auf der Nadel und holst den Arbeitsfaden nochmal durch. Dann kommen wieder 6 einfache feste Maschen. Und dann auch wieder eine unsichtbare Abnahme oder du kannst natürlich auch jede andere Abnahmetechnik nutzen. Und insgesamt machst du das in dieser Runde 6 Mal, also noch 4 weitere Male, jede 7. und 8. Masche zusammenhäkeln. Und dann endest du natürlich bei 42 festen Maschen in deiner Runde. In der nächsten Runde häkelst du dann jede 6. und 7. Masche zusammen, also immer 5 einfache feste Maschen häkeln und dann eine unsichtbare Abnahme, wenn du magst, oder auch jede andere Abnahme, die dir am besten liegt. Und das Ganze machst du auch wieder insgesamt 6 Mal, sodass du dann noch 36 Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde wird dann jede 5. und 6. Masche zusammengehäkelt. Also du machst immer 4 einfache feste Maschen und dann eine Abnahme und das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du am Ende der Runde noch 30 Maschen in deiner Runde hast. In der folgenden Runde häkelst du dann jede 4. und 5. Masche zusammen, also immer 3 feste Maschen häkeln und dann eine Abnahme arbeiten. Das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du bei 24 Maschen in deiner Runde landest. Für mich ist das ein guter Zeitpunkt, nach dieser Runde den Kopf zu stopfen. Und zwar möglichst fest und dabei den Kopf auch schon so ein bisschen formen, also ein bisschen hin und her knuffen und puffen, bis dir das Ergebnis gefällt. Dann geht es weiter mit den regelmäßigen Abnahmen. Also in der nächsten Runde wird jede 3. und 4. Masche zusammengehäkelt. Das heißt, du häkelst immer 2 feste Maschen und dann eine Abnahme. Das Ganze auch wieder 6 Mal, sodass du bei 18 Maschen in deiner Runde landest. In der nächsten Runde häkelst du dann jede 2. und 3. Masche zusammen. Also immer eine feste Masche häkeln, dann eine Abnahme, arbeiten und nach dieser Runde würde ich auch nochmal mit Füllwatte nachstopfen. Das Ganze machst du natürlich auch wieder 6 Mal und hast dann 12 feste Maschen, die in der nächsten Runde alle abgenommen werden. Also da häkelst du dann 6 Mal 2 Maschen zusammen, sodass sich der Kopf
einigermaßen schließt. Ein kleines Löchlein bleibt noch, das wirst du aber beim Vernähen dann schließen. Und jetzt zeige ich dir noch schnell wie. Ich habe da nämlich so meine Lieblingstechnik und die geht so, dass ich den Faden immer durch die vorderen Maschenschlaufen ziehe und zwar durch alle bis auf eine. Also in diesem Fall wären das die ersten 5 vorderen Maschenschlaufen, durch die ich den Faden durchziehe. Dann ziehe ich das Ganze schon mal schön fest. Dadurch schließt sich dann der Kreis, ordentlich festziehen. Mit der letzten vorderen Maschenschlaufe mache ich einen Knoten. Da knote ich meinen Faden also nochmal fest. Und dann verstecke ich den Faden irgendwo im Kopf und dabei ziehe ich ihn so ordentlich durch, dass das einen kleinen Plopp macht und der Knoten auch mit im Kopf verschwindet. Und dann kannst du den Faden einfach abschneiden und bist fertig mit dem ersten Teil deines Nachtschatten-Amigurumi oder Morgenlichtdrachen, ganz wie du magst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es weiter mit den Ohren und Hörnern deines Drachen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann